Unterwegs. Seit 7 Jahren in dieser weiten, wilden, wunderschönen Welt. Wir führen ein Leben voller Möglichkeiten, voller Chancen, voller Privilegien. Doch wirklich frei fühlen wir uns nur selten. Vielleicht, weil das, was wir für Freiheit halten, in Wahrheit keine ist. In der Mongolei leben noch immer Hunderttausende Menschen nomadisch. So viele wie nirgends sonst auf der Welt. Eine Lebensweise, die im Sterben liegt, denn sie ist unbequem. Kein fließend Wasser, kaum Strom, kaum Geld. Die meisten hier haben ihr Land noch nie verlassen und ziehen seit Generationen durch Täler, die so weit sind, als hätte der Himmel selbst sie ausgerollt. Alt und jung schuften im Sommer wie im Winter, bei Regen und bei Schnee und verdienen im Jahr so viel, wie wir im Monat ausgeben. Dennoch beneidet uns hier niemand um unseren Wohlstand. Stattdessen bemitleiden sie uns für das, was wir dafür opfern. Өөрийнхөө одоо нөгөө хүсэл мөрөөдөл одоо ингээд өдрөөс өдөрт биелээл тий ингээд таамаараа сайхан эрхчлөөтэй ингээд амьдрнаа. Ямар ч шахалт шаардлага байхгүйгээр дураараа өдөртөө л одоо ингээд үнээгээ саавал байвал байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө өөрийнхөө таамаар чөлөөтэй эрхчлөө гэж үзэж байна. Guten Morgen aus der Mongolei, guten Morgen aus der Gobi-Wüste. Vor ein paar Tagen hat sich mein Bruder uns angeschlossen und wir haben dann gestern Ulaanbaatar verlassen und sind 450 Kilometer in den Süden gefahren. Also haben die Hauptstadt hinter uns gelassen und sind jetzt in der Natur. Und das tut wirklich sehr, sehr gut. Ja, hier wohnt eine halbnomadische Familie. Die haben hier quasi so ein kleines Jurtencamp für Touristen eingerichtet, wo sie in den Sommermonaten Besucher aufnehmen, so wie uns. Und ja, die haben hier Kamele und es ist eine unfassbare Weite hier um uns herum. Ja, wir werden in den kommenden 10 Tagen das Land bereisen und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt und freue mich da sehr drauf. Fast jeder Mensch trägt einen Sehnsuchtsort in sich. Einen Lichtstreif am Horizont, der einen durch das Grau des Alltags zieht. Einen Punkt auf der Landkarte, der mehr ist als nur Koordinaten. Für uns war dieser Ort die Mongolei. Auf unserer gesamten Weltreise flackerte ihr Name immer wieder auf wie ein Versprechen, das nur darauf wartet, eingelöst zu werden. Und jetzt, nach 7 Jahren und vielen Umwegen, sind wir endlich hier. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, diese Reise ganz allein zu machen. Wir wollten eintauchen, statt nur an der Oberfläche planschen. Also organisierten wir uns einen lokalen Fahrer und einen Guide. Die Mongolei ist das am dünnsten besiedelte Land der Welt. Hier leben weniger Menschen als in Berlin, auf einer Fläche, die größer ist als Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen. Jahrtausende lang zogen Nomaden durch die unendlichen Weiten der Steppe. Doch der Wind des Wandels weht auch hier. Und er treibt immer mehr Menschen weg von ihrem traditionellen Leben auf dem Land, hin zu einem modernen in der Stadt. Auch unser Fahrer Batur zog vor 10 Jahren in die Hauptstadt. Улаанбаатарт ингээ хүүхдүүд оюутан болоод тэгээд хүүхдүүдэд би өөрөө нэг аялал чинь дандаа Улаанбаатараас гардаг болох чинь тэгээд Улаанбаатарт байхаас өөр арга байхгүй. Аялал жуулчлаар бол одоо 4 сараас эхлээл 11 сар хүртэл. Тэгээд өвлөө явахад өвлөлт гэл өөр би ч өөрөө нэг трак унаал хавралттай тэр ажил хийгээл явна. Монгол улсад одоо сүүлийн жилүүд яг юм орнохоос ер нь жоохон сайжраад нөгөө нэг хөдөөгөр одоо нөхцөл байдлууд бас жоохон ингээд нөгөө хөгжлөөд аваад жоохон юу яагаалаа. Одоо интернет одоо анх бид намайг явж чинь утас байхгүй, шүлжээ байхгүй, интернет байхгүй, зам байхгүй. Одоо тэднээс чинь ингээд нэлээд ингээд бий болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд иймэрхүү өөрчлөлтүүд бол надад бол бий ажиллаа. Улс төрийн хувьд гэх юм бол бас жоохон ер нь дэшээ татлаа. Яг одоо манайд Монгол жоохон хөгжөөл тэгэл нөгөө хүүхдүүд маань тэгэл яг тэгэл энд
ажиллаж амьдрал тэгэл одоо өөр жоо хөгжид дэвшээл тэгэл. Үгүй хөдөө. Улаанбаатарт байхгүй бол ингээд ер нь л хөдөө ингээм жоохон ер нь би ч хөдөөнийг шүү дээ. Аа. Малчин айл юу. Манай ээж аав хоёр ч мал малдаг. Тэгээ би өөрөө багасаа л хөдөө өссөн. Сургууль амралтаараа ингээд байнгын хөдөө аав өдрөө байсан. Бүх төрлийн маллал. Тийм болохоор хөдөө дуртай. Хөдөг ер нь 100% дэмжин шүү дээ би ч. Ер нь бол тэгэл хөдөө нэг гол аманд амьдран да. Was ist ein gutes Leben? Was sind wir bereit zu opfern, um es zu bekommen? Und gegen was würden wir es eintauschen, wenn wir es schon haben? Diese Fragen begleiten uns seit 7 Jahren um die Welt, als seien sie Teil des Gepäcks, das wir aus Deutschland mitschleppen. Manchmal kauern sie stumm am Boden unserer Rucksäcke, wie ein T-Shirt, von dem wir vergaßen, dass wir es überhaupt eingepackt hatten. Und manchmal, da springen sie uns an und lassen uns wochenlang nicht los. So wie hier in der Mongolei. In einem Land, das so leer ist, dass man sich selbst darin begegnet. Und so leise, dass man die eigene Stimme wieder hört. Viele Menschen nennen Freiheit die wichtigste Zutat im Rezept des guten Lebens. Dabei meinen sie oft etwas ganz anderes. Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand, Komfort, Glück. Echte Freiheit will nichts davon sein. Sie ist unbequem, chaotisch, anstrengend. Und manchmal fühlt sie sich verdammt einsam an. Wir gingen auf Weltreise, weil wir uns nach mehr Freiheit sehnten. Doch unterwegs gerieten wir in Panik, wenn wir nicht wussten, wann ein Bus fährt oder eine Fähre. Statt uns von der Freiheit treiben zu lassen, verließen wir uns auf Google-Bewertungen, wenn es darum ging, wo wir schlafen und was wir essen. Wir ärgerten uns über Einheimische, die keine festen Preise nannten, sondern sich die Freiheit nahmen, sie auszuhandeln. Und obwohl wir unsere Tage frei gestalten konnten, ertranken wir irgendwann in einem Ozean aus Möglichkeiten. Wir glaubten, in der Freiheit würden wir uns selbst finden, doch stattdessen verloren wir uns in ihr. Die Mongolei ist gesegnet mit unendlicher Freiheit. Doch immer mehr Menschen tauschen sie ein gegen die Vorzüge der Moderne. Über die Hälfte aller Mongolen lebt inzwischen in Ulaanbaatar, in einer Stadt, die im Verkehrschaos versinkt, die aus allen Nähten platzt und deren Duft im Winter zu den schmutzigsten der Welt zählt. Warum tun sie das? Vielleicht, weil sie verstehen, dass alles in diesem Leben seinen Preis hat. Auch Freiheit. Freiheit kennt keine Sicherheit, keinen Plan, keine Zukunft. Freiheit ist ein wilder, ungezähmter Hengst. Er trägt dich im einen Moment durch die Steppe und tritt dir im nächsten den Schädel ein. Und so fühlen wir uns zwar frei, wenn wir hier draußen sitzen und in die Sterne schauen. Doch können wir uns nicht vorstellen, für immer hier zu bleiben. Vielleicht, weil wir die Idee von Freiheit lieben, aber nicht sie selbst. You can call me Milena, that's my English name. And I'm from Mongolia and I'm 22 years old and working as a guide. So it's kind of like related to my hobby. That's like, first one is I like to talk. And second one is like I like to travel. And also I like to like introduce my country. I've been living in Ulaanbaatar for 16 years. Now, to be honest, like I rather to stay in countryside. The city, the city life is so stressful. My dream is I want to live in countryside, some peaceful lives. The nomadic life is not that easy. You have to work the full day with your animals, with your pets, like horses, sheep, and camels, or so on. The local people love their lives, their nomadic life, and they wanted to save this culture and they like teach
their children to like have to be like nomadic family or have to manage the things. I think there will never be no nomadic family. I want to be more educated and I want to find myself, to be honest. Like, I want to find like a real job and to graduate my university, and that I just want to go to the abroad. You know, maybe the Germany. Yeah, that's my goal for the future. Kann man in zwei Welten gleichzeitig leben, ohne sich dabei selbst zu verlieren? Melinas Sehnsucht nach einem nomadischen Leben und ihr Traum, eines Tages im Ausland zu studieren, klingen widersprüchlich und sind doch nur zwei Seiten derselben Hoffnung, die eigene Zukunft selbst zu gestalten. In ihren Gefühlen spiegelt sich der Zustand ihres ganzen Landes. Denn die Mongolei steht an einem Scheideweg zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Ger und Hochhaus, zwischen jahrhundertealter Lebensweise und industriellem Aufbruch. Und nirgends ist dieser innere Riss greifbarer als hier, in der Wüste Gobi. Die Gobi ist kein postkartenhafter Sandkasten wie die Sahara. Sie ist schroff, extrem, unnahbar. Tagsüber brennt der Boden wie eine Herdplatte. Nachts kriecht die Kälte durch jede Falte der Kleidung. Der Wind weht mal flüsternd, mal wütend, als sei er ein scheues Tier. Die Menschen, die hier leben, tun es so wie ihre Vorfahren, mit und von ihren Kamelen. Sie ziehen von Wasserloch zu Wasserloch, lesen Spuren im Sand wie andere Worte auf Papier und lagern dort, wo das Gras noch wächst. Der Tourismus spielt zwar eine zunehmende Rolle, doch ist er zu saisonal und die Region zu abgeschieden, als dass er fundamental neue Perspektiven eröffnen könnte. Und so verlassen immer mehr junge Menschen die Gobi. Sie wissen vielleicht nicht, wonach sie suchen, doch sie wissen, dass sie es in der Wüste nicht finden. Gleichzeitig kommen Menschen wie wir hierher. Auch wir wissen nicht, wonach wir eigentlich suchen. Doch wissen wir, dass wir es in der Stadt nicht finden. Guten Morgen, gleich verlassen wir dieses schöne Camp hier und ziehen weiter. Heute stehen einige Kilometer auf dem Programm. Ich habe mir gerade deshalb noch schnell ein paar Podcasts für die Fahrt runtergeladen. Irgendwie auch heftig, dass man hier überhaupt mitten im Nirgendwo Handynetz hat. Zu verdanken haben wir das Saily, unser digitaler Reisebuddy der letzten Monate. Mit Saily kann man sich einfach per App eine eSIM für fast jedes Land der Welt runterladen. Saily hat uns bereits durch China begleitet und deshalb war es klar, dass wir es auch in der Mongolei nutzen. Das Ganze funktioniert super unkompliziert. Einfach App runterladen, Zielland auswählen, Datenpaket buchen, fertig. Keine Plastikkärtchen, keine Warteschlangen am Flughafen, keine Sprachbarrieren. Und das Beste, es ist nicht nur bequem und günstig, sondern auch zuverlässig. Ja, wir waren selbst überrascht, wie krass gut die Netzabdeckung ist. Sogar hier draußen, wo mehr Pferde leben als Menschen, hatten wir bislang fast überall Empfang. Wir können täglich das Wetter checken, Mucke runterladen, Podcasts anhören, unseren Eltern Bescheid geben, dass wir noch leben. eSIMs sind ja sowieso irgendwie ein richtiger Gamechanger auf Reisen und Saily auf jeden Fall der beste Anbieter auf dem Markt. Wenn ihr also selbst bald verreist oder einfach eine smarte Alternative zum teuren Roaming sucht, checkt unbedingt Saily ab. Wir haben euch den Link in die Videobeschreibung gepackt und mit unserem Code Notizen gibt es satte 15% Rabatt. Also danke Saily und danke euch fürs Zuschauen. Hier draußen gibt es Orte, da hört man nichts als Wind und Himmel. Und für einen Moment glaubt man, Freiheit sei alles, was man braucht. Es gibt kaum ein anderes Land auf der Welt, in dem man so schnell, so tief, so vollkommen in der Natur verschwindet. Doch es ist ein Unterschied, ob man die Mongolei bereist oder ob man hier lebt.
Das Straßennetz des Landes misst rund 111.000 Kilometer. Doch nur jeder 10. davon ist asphaltiert. Was für uns nach Abenteuer schreit, ist für die Einheimischen vor allem mühsam. Wer hier lebt, fährt Stunden zum nächsten Laden, Tage zum nächsten Arzt. Viele Kinder können nur zur Schule, wenn sie bei Verwandten in der Stadt unterkommen. Die Viehwirtschaft ist noch immer das Rückgrat des Landes. In der Mongolei leben fast 60 Millionen Nutztiere. Mehr Ziegen als Menschen, mehr Pferde als Autos, mehr Kamele als Busse. Sie sind Nahrung, Einkommen, Transportmittel und Familienmitglied zugleich. Doch sie sind verletzlich. Denn die Natur ist hier keine Kulisse, sondern Hauptfigur. Die Sommer sind kurz, die Winter lang. Und der Dzuk, ein zerstörerischer Cocktail aus Frost, Wind und Schnee, treibt viele an den Rand ihrer Existenz. Früher gab es alle 10 bis 12 Jahre einen Dzut. Doch durch den Klimawandel rücken die Katastrophen näher. 2018 kosteten sie fast 1 Million Tiere das Leben. Und allein im letzten Winter starben über 7 Millionen. Mehr als 1/10 des gesamten Viehbestands der Mongolei. Ein einziger Dzut und viele Familien verlieren alles. Wenn das Überleben zum Alltag wird, dann wachsen auch die Schatten. Alkohol ist allgegenwärtig hier draußen. Nicht als Fest, sondern als Flucht. Denn wer keine Zukunft sieht, sucht sie im Rausch. Und so ist es kein Wunder, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Hier draußen ist Freiheit kein romantisches Versprechen, sondern ein unkalkulierbares Risiko. Nicht für uns, die mal eben im Sommer durchs Land ziehen und wieder gehen, wenn es unbequem wird, sondern für die Menschen, die hier leben. Denn wenn der eisige Wind durch die Steppe pfeift, wünscht man sich keinen weiten Himmel, sondern ein stabiles Dach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so remote ist, dass es halt so eine Weite ist, wo man mal so weit in die Ferne gucken kann auch, und auch, dass man stundenlang teilweise durch die Wildnis fährt, ohne irgendwie auf andere Autos zu treffen, auf andere Orte, andere Menschen. Ja. Ist schon echt wild. Ja. Ich muss sagen, ich habe es mir auch touristischer vorgestellt. Es ist ja gerade Hauptsaison. Und ich dachte so, nach China, dachte ich so, okay, es wird zwar weniger, aber trotzdem wird man so schon viele Gruppen sehen. Und ich finde, das hält sich total im Rahmen. Ich finde, es geht voll. Ja. Halt auch diese Ruhe, ne? Bei euch ja auch in China war es schon extrem lauter teilweise, in diesen Großstädten. In Berlin sowieso, immer irgendwie irgendwo Action und es ist laut durchgehend. Und dann kommt man hier nach Mongolei, es ist mega ruhig in der Natur. Ja. Hat diese Stille, diese Ruhe. Ja. Man kann richtig runterkommen. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war mega spannend und ich weiß nicht, der ganze Trip hier durch die Mongolei, der ist voll satisfying so. Man sieht so viel und ich kann mich echt nicht beschweren. Es ist wirklich, wirklich schön. Ein richtig schöner Trip. Voll. Ja. Wie vielfältig auch die Natur ist, ne? Ja. Also jeden Tag einfach komplett andere Landschaft. Ja. Irgendwie einfach von Wüste über Valley, über Flüsse. Also voll viel auf einmal irgendwie. Jeden Tag was Neues. Wie nimmst du die Leute wahr hier im Land? Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass man sich mit denen nicht so verständigen kann, weil die halt kein Englisch können, die meisten, die remote leben. Und klar haben wir halt unsere Übersetzerin, die für uns übersetzen kann. Wäre halt cool, wenn man ein bisschen tiefere Einblicke kriegen kann in deren Lifestyle. Ja. Es sind ja schon viele Menschen, die heutzutage auch in die Stadt ziehen. Mich würde halt interessieren, warum die Familien, die sich dann trotzdem dagegen entscheiden, obwohl vielleicht viele ihrer Bekannten und Verwandten in die Stadt ziehen, sie es halt nicht tun. Ja. Und das wäre cool, wenn man so ein paar Antworten auf die Fragen halt dann bekommt. Ja. Das, was wir heute Zivilisation nennen, ist historisch gesehen ein winziges Experiment. Der Homo sapiens existiert seit 300.000 Jahren. 290.000 davon lebten wir nomadisch. Und doch wissen wir kaum etwas über die prägendsten Jahrtausende unserer Spezies. Denn was bleibt von uns, wenn unsere Häuser keine Wände haben, unsere Geschichten nicht in Büchern stehen und unsere Götter im Wind wohnen? Was bleibt, wenn unsere Kultur keine Monumente kennt, keine Kathedralen, keine Marmorplatten in Museen, sondern nur das Leben selbst zwischen Himmel und Erde? Die Mongolei ist einer der letzten Orte auf dieser Welt, an dem der Geist unserer Vorfahren noch atmet. Seit Jahrtausenden ziehen hier Menschen mit ihren Tieren über das Land, dem Wasser folgend, dem Gras, den Sternen. Bis heute.
Und dennoch blieb auch die Steppe nicht verschont von den Stürmen der Geschichte. Im 13. Jahrhundert tauchte ein Name auf, der bis heute durch die Welt hallt: Genghis Khan. Ein Hirtenjunge aus dem Nirgendwo, der zum Herrscher über das größte zusammenhängende Reich der Weltgeschichte wurde. Von Korea bis nach Europa zogen seine Reiter über die Kontinente. Doch der Glanz dieses Reichs verblasste. Und mit ihm die Erinnerung an das, was die Mongolei einmal war. Im 20. Jahrhundert wurde das Land zum Satellitenstaat der Sowjetunion. Die Kommunisten verboten die traditionelle Schrift, sie domestizierten Nomaden wie Tiere, siedelten sie um von der Gär in den Plattenbau. Buddhistische Klöster wurden niedergebrannt, tausende Mönche hingerichtet. Die Identität eines Volkes, die über Jahrhunderte frei durch Täler und Seiten wehte, wurde innerhalb weniger Jahre zu Staub zermahlen. Was blieb, waren Ruinen und Schmerz. Mit dem Ende des Sozialismus kam die Unabhängigkeit und mit ihr Stolz auf die eigene Geschichte, Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Doch die Moderne kennt keine Gnade. Sie lässt wenig Raum für das, was sich ihrer Logik entzieht, auch dann, wenn sie mit westlichem Lächeln daherkommt. Früher missionierten wir unsere Religion. Wir brachten das Wort Gottes zu den gottlosen Wilden. Heute tun wir dasselbe mit unseren Systemen, mit unseren Werten, unseren Maßstäben. Wir predigen Freiheit, aber sichern in Wahrheit nur die Freiheit des Kapitals, nicht die Freiheit der Menschen. Wir reden von Vielfalt, aber meinen oft nur Varianten unserer eigenen Ordnung. Wir halten uns für tolerant. Aber wie viel Respekt bringen wir Kulturen entgegen, die nicht so sein wollen wie wir? So, guten Morgen. Wir sind mittlerweile in der Zentralmongolei, im Orkhon Valley. Und ja, wir sind jetzt für die nächsten Tage zu Gast bei einer Familie, die auch nomadisch lebt, die sehr viele Tiere hat und ja, natürlich auch ein paar Jurten im Sommer bereithält für Besucher wie uns. Auch mal cool, jetzt mal so ein paar Tage an einem Ort zu verweilen und ja, sich ein bisschen mit der Umgebung sozusagen vertrauter zu machen. Ist auf jeden Fall wunderschön hier. Ist echt traumhaft schön. Die Familie, bei der wir zu Gast sind, teilt sich die endlosen Wiesen mit ihren 700 Tieren. Mit Pferden und Yaks, mit Ziegen und Schafen. Sie lebt seit mindestens 4 Generationen hier, im Orkhon Valley. Einem Tal, durch das bis heute mehr Nomaden ziehen als irgendwo sonst auf der Welt. Ein Tal wie ein Gedächtnis. So wertvoll, dass es von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Wir treffen Chadrabal in ihrer Gär auf einem Hügel über dem Fluss. Die 55-Jährige verbrachte ihr ganzes Leben hier. Sie zog ihren Nachwuchs groß unter demselben Himmel, der auch über sie wachte, als sie noch ein Kind war. Und wahrscheinlich wird sie irgendwann eins mit demselben Boden, der auch die Körper ihrer Ahnen in sich aufnahm. Одоо 5 сараас ахгуулаа жуулчтай аваад эхэлчихдээ. Тэгээд 9 сар нэг 20 түргээл хойшоо өвлж өгöd юм байна. Намарж байгаа юм байна. Намаржаанараас өвлжөнд өвлөг. Хол өндөөс. Эндээс нэг 8 км байна уу? 8-9 км л. Хэрэглэн шүү дээ. Цагаан эдийн зарна, ноос үсийн зарна. Тийм маха одоо зарим нь ядлаа зарна. Зарим нь зүгээр ингээ бүхлээр нь зарна. Амьдарна гэсэн үг. Одоо тэгэл өвлөлтөө. Тий, өвл бид хэд нэг завтай. Арай хийх юм байна. Тий. Хавраас тэгэл нэг мал чин төллөөл. Мал төлөхгүй. Тий, гоё штэ. Малаа бойжул урах шиг бойжулж аавна гэдэг гоё ш. Тэгэл хавар нөгөө ногоо ургаал ер нь малаа төллүүлээл гоё. Одоо эн чинь ингээд нөгөө уйлрал нь одоо ингээд яг цаг хугацаанд байх юм байцсан. Өвөл гэхтэл одоо хитрхи дулаараад тэгээд
хавар нь болж өгөхгүй ерөөхдөө нөгөө өвлөн хаварлуугаа шилжээл хүүтрээл их зас унаал тийм байдаг болсон. Тэгэхээр ер нь мал бас маллаад явхад бас хэцүү болсон шүү дээ. Ер нь маллахад хэцүү болчиход байна. Одоо ерөнхийдөө мал маллах ер нь баталгаагүй ч юм уу зарим үе тийм сэтгэл төрдөө ш. Тэгээ яг зүгээр нөгөө одоо намар нөгөө хуцхан тавьдаг шүү дээ. Тэрийгэ болохоор бас цагийн жаахан уртсгаад одоо 3 сард байсан бол 4 сард хургалж ишгэлүүлэхээр болсон. Бас тийм арга юм чинь. Тэгээ одоо энэ сайхан хангай байж шүү дээ. Улаан цутгалан гэдэг. Тэрний чин дэргэд одоо өчнөө жил одоо хүүхдүүдэн жоохон байхаас нахгүй бол энд байдлаа манах. Тэгээд анх удаа одоо нэг жуулчин мерсэрл ирдэг байлаа. Тэгэл нэг хүн хэллээ л дээ. Танад ингээд энэ жуулчдыг ингээ амраад болёо. Тэгээ болох юм уу, яах юм бол гэл ингээл гайхалцаал. Тэгэл анх удаа эхлээд ихнийхэн жуулчинг аваад. Тэгэл дараа нь дахиад дараа нэг одоо нэг бараг сар болол нэг удаж ирдэг байлаа. Тэгэл ерөнхийдөө за энэ зүгээр юм байна гэсэн бодол анх эхлэл төрүүл тэгэл жуулч авч эхэлсэн. Энд ерөөсөө анх эхлэл манах жуулч авч эхэлчихсэн шүү дээ. Аз жаргалуу. Одоо ер нь ямар ч юм сэтгэлээсээ одоо зовхгүй. Ер нь сэтгэл амар. Тэг ямар ч одоо өөр хүүхэд байсан ч ханилсан айн байсан ч тэг арга гэр ах トゥ нар байсан ч ер нь ингээд санаа зовох юмгүй тийм үнэ л ер нь аз жаргалтай гэж хэлэх баха. Өөрийнхөө одоо нөгөө хүсэл мөрөөдөл одоо ингээд өдрөөс өдөрт биелээл тий ингээд таамаараа сайхан эрхчлөөтэй ингээд амьдрнаа. Ямар ч шахалт шаардлага байхгүйгээр дураараа өдөртөө л одоо ингээд үнээгээ саавал байвал байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө өөрийнхөө таамаар чөлөөтэй эрхчлөө гэж үзэж байна. Was ist Freiheit? Ein Zustand, ein Gefühl, eine Philosophie? Kaum ein Wort wird so oft benutzt und so selten verstanden. Hollywood inszeniert sie in Bildern, die Werbung klebt ihr ein Preisschild auf. Der Neoliberalismus erhebt sie zum Dogma. Doch was wir heute als Freiheit vermarkten, ist oft nicht mehr als eine glänzende Hülle ohne Inhalt. Seit Jahrtausenden sucht der Mensch nach einem Leben in Freiheit. Er zog durch Wälder, über Berge, durch Wüsten und Steppen, bis er eines Tages genug hatte von den Launen der Natur. Er wurde sesshaft. Aus Angst, aus Hoffnung, aus dem Wunsch nach Sicherheit. Doch was er gewann an Bequemlichkeit, verlor er an Freiheit. Viele Nomaden in der Mongolei haben diesen Tausch bis heute nicht vollzogen. Sie führen ein hartes Leben, ein entbehrungsreiches, ein unbequemes. Es nützt nichts, es zu romantisieren. Und doch spürt man hier draußen etwas, das uns fehlt. Eine Art von Freiheit, die nicht in Optionen besteht, sondern in Verbundenheit. Die Menschen hier sind verwurzelt, verwoben mit dem Rhythmus der Jahreszeiten, mit ihren Tieren, ihren Geschichten, ihrem Land. Sie leben nicht für sich selbst, sondern in Beziehung zu allem, was sie umgibt. Bei uns heißt Freiheit vor allem Individualismus. Viel Ich, wenig Wir. Selbstliebe, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung. Aber ist das wirklich Freiheit? Oder jagen wir einem Versprechen hinterher, das nie eingelöst wird? Vielleicht bedeutet Freiheit nicht, überall hingehen zu können, sondern nirgends mehr hin zu müssen. Nicht alle Wege gehen zu dürfen, sondern einen zu finden, den man nicht mehr verlassen will. Doch wahrscheinlich ist echte Freiheit so flüchtig wie der Wind, so wild wie ein Ozean im Sturm, so unnahbar wie alles, was sich unserem Verstand entzieht. Vielleicht findet jeder sie woanders. Und vielleicht müssen wir lernen, dass sie nie vollkommen ist. Genauso wenig wie das Leben, genauso wenig wie wir selbst. Porque mi
amor, why did you leave me waiting here? Why did you go? Where is the touch? Where is the heart? Where is the love? ¿Por qué, mi amor? Why did you close your heart for me? Where is the hope? Where is the touch? Where is the love? You are my light, you're shining so bright. Here we are in the world all alone. ¿Por qué, mi amor? Wie ist es, zurück in der Stadt zu sein? Ja. Nein, ich habe es wirklich sehr genossen und die Natur in der Mongolei ist wirklich einzigartig und ich habe den Trip wirklich sehr genossen und auch wirklich viel mitgenommen aus der Zeit und es war auch wirklich, ja, wie gesagt, sehr, sehr schön und ich glaube, so eine Weite habe ich lange nicht mehr in einem Land so gefühlt auch und ja, von daher habe ich es wirklich sehr genossen, aber es ist natürlich, ich bin auch ein bisschen Stadtmensch, muss man auch sagen. Ja. Und ich freue mich auch jetzt wieder zurück zu sein. Es ist schön, diese Abwechslung zu haben. Und ja, ich glaube, so eine Balance zwischen Stadt und Land auch immer wieder irgendwie zu suchen. Ja, bin ich sehr dankbar für, dass das geht bei uns. Ja, auf jeden Fall. Mir hat es auch mega gut gefallen. Ja, es war einfach unglaublich, so ein Traum ging in Erfüllung, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben mal vor Jahren irgendwie so eine Liste von unseren Träumen erstellt und das stand darin, dass wir die Mongolei bereisen wollen und dass ich halt auch mal mit einem Pferd irgendwie durch die Steppe reiten möchte und man hat sich schon hier einen Traum erfüllt, muss ich sagen, und so hat sich das auch angefühlt. Was würdest du sagen, was hast du hier in der Mongolei gelernt oder was würdest du mitnehmen jetzt aus diesem Land? Jeden Menschen, den wir hier gefragt haben, viele ziehen zwar in die Stadt, weil sie teilweise auch müssen, aber dass sie sich alle auch nach dem Landleben sehnen und dass sie dort alle auch gesagt haben, dass sie dort glücklicher waren und glücklicher auch sind. Ja, ergänzend dazu, dass sie dort halt auch frei sind, ne? Ja, genau. Ich weiß noch, ich glaube, die Frau meinte zu uns, ja, guckt raus, so, das ist Freiheit, also so. Ja, ja, genau. Das ist pure Freiheit, ich kann das vollkommen verstehen. Genau, ja. Und genau. Wenn man das so sieht, dann denkt man sich so, oh, hartes Leben, die ganze Zeit sich um Tiere kümmern, nur in der kleinen Gea schlafen sozusagen, sich diesen begrenzten Raum mit der Familie teilen, weißt du so, man sieht das so ein bisschen vielleicht auf den ersten Blick mit einer gewissen Skepsis so, weißt du, also Skepsis im Sinne von so, oh, das Leben ist echt schwer hier, ja. Weißt du? Ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich, vor allem für diese Menschen hier, wo das halt tief auch kulturell irgendwie verankert ist, dieses Leben, ob es wahrscheinlich für die Menschen hier in der Stadt schwerer ist im Endeffekt, weißt du? Ja. Auch wenn du hier vielleicht Supermärkte hast an jeder Ecke und eine warme Dusche ja. und fließend Wasser und Elektrizität und so weiter und so fort, aber dass diese Annehmlichkeiten des modernen Lebens vielleicht nicht aufwiegen können, was sie verlieren auch teilweise, wenn sie dann hierher ziehen. Wir haben halt auch einen hohen Preis, ne? Ja, voll. Also diese ganzen Sachen haben einen hohen Preis und sie bezahlen, ja, kann man sagen, mit der Freiheit, den sie auf dem Land dann zurücklassen. Ja. Ja.